Freunde der Sonne, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Was geht ab? Hier mal wieder mobil unterwegs, man kennt's. Wir sitzen tatsächlich gerade im Auto. Wir sind kurz vorm Gotthard und es wird nach Italien gefetzt, sag ich mal so. Und wir sind jetzt auf die glorreiche Idee gekommen, hier erstmal schön einen Podcast aufzunehmen. Da fällt schon mein Handy runter, top. Ist alles gerade etwas improvisiert, sag ich mal so. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt hier alles. Findest du? Ich finde, es sieht sehr professionell aus. Perfekt. So, hast du gecheckt wegen Input? Sorry. Ja, das sieht gut aus. Das passt alles. Gerade eine schöne Benachrichtigung bekommen von Vodafone, dass mein Tarif jetzt gebucht wurde. Top. Schön in der Schweiz Internet. Kann ich euch nicht empfehlen an der Stelle. Aber ja, ich würde sagen, kommen wir erstmal zurück zum Podcast-Thema hier. Lange nichts gehört, lange nichts gesehen, sag ich mal so. Hat seine Gründe. Gab alles Mögliche, was passiert ist. Krank gewesen, keine Zeit gehabt. Und wie ihr jetzt vielleicht auch seht, sitzt der liebe Justin neben mir und nicht der Ferdi. Das hat ganz einfach den Grund, ich glaube, viele haben sich das schon gedacht, beziehungsweise viele haben auch schon gefragt. Der Ferdi ist leider nicht mehr Teil von Shutterspeed an der Stelle, aber kein böses Blut, alles gut. Hat sich einfach so verlaufen, sag ich mal. Und jetzt habe ich hier ein neues Mitglied, der ja sowieso schon die ganze Zeit immer mal mit dabei war. Und das ist der liebe Justin. Das heißt, ihr werdet jetzt ab heute, den lieben Justin des Öfteren hier sehen und eigentlich auch immer. Und wir haben einiges geplant an Podcast-Folgen. Es kommt auf jeden Fall ein bisschen was. Immer so, ne? Also einige neue Gäste. Und hier fahren gerade auch gefühlt nur Porsche lang, entspannt. Schweiz zeigt sich von der besten Seite. Aber ja, das dazu, dass das auch mal geklärt ist und jetzt braucht auch niemand mehr fragen. Und ihr wisst jetzt, wie das hier in Zukunft abläuft. Aber damit wir natürlich auch den Justin erstmal besser kennenlernen, habe ich heute was vorbereitet. Und zwar... Ich habe Angst. Ja, pass auf. Ich will noch kurz was sagen. Es wird sich natürlich für raus. euch nichts ändern. Also es ist für euch alles gleich. Es wird jetzt, sag ich mal, irgendwie nichts Neues sein, so, sondern halt einfach nur, dass ich halt jetzt da bin. Ich hoffe, damit kommt ihr klar. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja. Ich denke mal, es wird, ja, gute, gemütliche Runde hier. Das denke ich auch, ja. Ja, nur mal vorab gesagt, also wirklich kein böses Blut. Liebe Grüße an Ferdi, bester Mann. Ja. Vielleicht seht ihr den ja trotzdem hier irgendwann nochmal, wenn er Bock hat. Das denke also irgendwann wird er bestimmt auch mal wieder am Start sein, sag ich mal so. ich. Hopefully. Also wie gesagt, ich sag mal so, guck dir das mal kurz an hier. Sieht doch schon mal wild aus. Ach, Digga. Ich zeig das hier mal einmal kurz in die Kamera. Vielleicht erkennt man's. Aber ich habe hier was vorbereitet. Das Ding ist, ich muss hier gerade durch die Schweiz fahren und ich gebe mein Bestes, nicht geblitzt zu werden. Naja. Und jetzt zeigt mir der Chef so Kinderbuch, Freundebuch-mäßig. Ja, ich habe gedacht, ich mache das einfach mal im Freundebuch. Ich habe mir überlegt, das könnte man in Zukunft, muss man so ein eigenes Freundebuch machen. Und dann machen wir aber so Film-Edition. Und dann immer von den Leuten, die in den Podcast kommen. Das finde ich eigentlich wild. Ja, Ne? das ist wirklich weißt wild. du? Deswegen heute wird es noch Kinder-Freundebuch-Edition. Aber ab nächstem Mal machen wir dann selber. Mit auch eigenem Design. Und habe ich auch schon gedacht, vielleicht macht man so einfach Scene oder so. Freundebuch-Scene einfach. Fotoscene, was auch immer. Ja. Bevor wir damit anfangen, dein letztes Foto, was du gemacht hast, bevor ich es vergesse. Boah, bester Mitarbeiter. Jetzt schon Mitarbeiter des Monats, sag ich ehrlich. Letztes Foto war vorhin tatsächlich an der Raststätte. Also von den Bergen hier in der Umgebung. Interessant. Gut, ja. Ja, meins auch. Also, Ja. Aber davor, vor Dings, warte. Das ist vielleicht ein bisschen spannender, vielleicht. Digga, insane, 16 Kilometer Tunnel, holy shit. Ja. Gut, dass wir für Podcast hier keinen Empfang brauchen, sonst wäre nämlich jetzt vorbei. Jetzt 16 Kilometer Tunnel können wir erstmal ein bisschen heller stellen, ja. Ich habe auch basically keine Ahnung, wie schnell man hier fahren darf. Also das ist wirklich wieder... Ja, das ist ja nicht so schlimm. Das passt schon so. Es ist jetzt leider sehr dunkel, aber wird schon. Letztes Foto, was ich vor unserem Trip jetzt hier gemacht habe, war... Ich habe ja jetzt wieder hier meine Minolta. Wo ist sie? Irgendwo hier auf Fußboden. Da. Das fühlt sich gut an. Oh, ne, das ist die M6. Perfekt. Hier.
zu Licht, Daniel. Ich habe jetzt endlich wieder eine Minolta X700 und dafür habe ich ja ein wunderbares 17 mm mir geholt, irgendwann mal. Dann ist meine Minolta X700 kaputt gegangen und jetzt habe ich eine neue. Liebe Grüße an Timo an der Stelle. Wir können eigentlich generell mal hier Lichter machen, ne? Ist vielleicht gar nicht schlecht. Liebe Grüße an Timo an der Stelle vom Camera Dealer, der mir die repariert hat. Vielen, vielen Dank. Und jetzt habe ich wieder eine, bin sehr glücklich damit. Und das letzte Foto, was ich damit gemacht habe, um auf den Punkt zu kommen, war, glaube ich, von meiner Kaffeemaschine. Ist jetzt auch nichts Spannendes, aber ist so das Letzte, was ich auf jeden Fall im Kopf habe. Aber ja. Und bei dir? War das nicht Kirmes vorhin? Ah, stimmt. Weil mein letztes Foto auf Film war auf der Kirmes von... Guter Punkt. Ich glaube, einem Vater mit einem Kind auf der Schulter. Ich weiß es jetzt nicht. Was fotografierst du denn? Weiß jetzt ehrlicherweise nicht. Verstehe. Ja, okay, gut. Ja, Kirmes könnte auch sein. Aber ich habe, glaube ich, gestern noch nach der Kirmes von der Kaffeemaschine ein Foto... Oder gestern Morgen oder so... Nee, das macht keinen Sinn, wir waren ja danach erst auf der Kirmes. Ich wollte gerade sagen. Also. Ja, bei uns im Ort war auch wieder Kirmes. Es war mal wieder ein Highlight. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Aber ja, ist wieder sehr chaotisch hier gerade, aber wird schon. Warum wird das überhaupt angezeigt, wenn ich meinen Ton aus habe? Top. Danke, Apple. Ja, aber das zum letzten Foto. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zum Freundebuch. Ja, ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst auch, ehrlicherweise. Also, ich habe da noch nichts dran geändert. Also ich habe das jetzt so aus dem Internet gezogen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was da drin stand früher. Deswegen bin ich so ein bisschen... Ja, pass auf. Also, fang erstmal an mit deinem Namen. Hallo, ich bin Justin Müller. Sehr gut. Wie Thomas Müller? Wie Thomas Müller. Genau. Und viele nennen mich auch? Chef. Sehr gut. Am habe ich Geburtstag. Am 15.10. habe ich Geburtstag. Ja, könnt ihr euch schon mal merken. Ist nämlich demnächst. Alle schön gratulieren. Nein, müsst ihr nicht. Ich bin wirklich kein Fan von Geburtstag. Also so. Müsst jetzt bitte keine... Hier wohne ich, ignorieren wir jetzt mal. Müssen keine Adresse liegen. Das will ich mal werden. Spannend. Das will ich mal werden. Das kann man jetzt... Trevor Westcup. Shoutout. Ja. Ich meine, das kann man jetzt viel auffassen so mäßig oder halt einfach so einfach beantworten. Ja. Wie hättest du es gern? Gerne so authentisch wie möglich. Authentisch wie möglich, ja. Okay. Was so in der nächsten Zeit passieren wird. Also wie einige von euch ja vielleicht schon so ahnen, werden wir eventuell bald nach... Darf er schon liegen jetzt oder ist doof? Ja, doch, kann man schon machen. Eventuell bald nach Köln ziehen. Man munkelt. Und ist aber noch nicht fest so, aber ne? Naja. Also mein Traum wäre es auf jeden Fall schon, in irgendeiner Form Fotografie weiterzuführen, so. Vielleicht auch mit Video mit drin, irgendwie sowas. Und dann halt irgendwie so Kampagnen, irgendwas in die Art, sowas mal zu shooten. Also ich fasse es jetzt mal als DOP-Fotograf zusammen. Ja, hört sich gut an. Ja, da sehe ich dich aber auch, eigentlich. Ich glaube, der Text ist ein bisschen zu lang, um das hier im Freundebuch einzutragen, aber ist okay. Ja, deswegen habe ich ja gefragt, ob ich das... ist gut. Als nächstes müsste man jetzt hier die Haarfarbe und die Augenfarbe ausmalen. Haarfarbe ist dunkelblond und Augenfarbe ist, I guess, grün, braun, irgend sowas. Sieht man so, glaube ich, bei der Dunkelheit hier gerade. Aber wir können eigentlich auch mal auf 12.8 switchen hier vielleicht, ne? Gar nicht so schlecht. Geht das hier mitten im Video? Warte mal kurz. Ne, geht nicht. Perfekt. Lassen wir lieber. Dein Lieblingsessen? Also generell mal hier gerade kurz, Freunde. Dadurch, dass Justin jetzt mit dabei ist, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal hier so eine Vorstellungsrunde, damit ihr den Justin auch nochmal besser kennenlernt, weil ich sag mal so in der Podcast-Folge von damals war das nicht so ein bisschen schwammig alles, ja. Er hat seine Gründe, sag ich mal so. Man munkelt, dass da lecker Bierchen im Spiel war. Aber deswegen dachte ich jetzt, so eine Vorstellungsrunde wäre eigentlich stabil. Deswegen dein Lieblingsessen? Muscheln. Oh. Die ist auf jeden Fall in der Top 5 drin, so. Ja, das ist also ich finde Pizza sehr stabil. Ja. Also ich schwanke so zwischen Pizza und so einer schönen Carbonara. Aber ich würde schon eher sagen,
Nudeln, also Carbonara, so Pasta, weil einfach lecker ist. Also, Ja. weil so eine Pizza ist halt auch immer, die variiert halt, weißt du? Ja, Das ist ja. immer so dieses Ding. Ja, ich finde halt, also ich meine, wir sind ja sowieso bekannte Pizzaliebhaber. Gibt's ja eine der besten Pizzerien der Welt, liegt ja in Belgien. Bella Italia. Wo wir jetzt gerade auch nach Bella Italia fahren. Ja? Aber Pizza würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also da sehe ich dich auch, glaube ich, so als Lieblingsessen. Ja, fängendes Tattoo, ne? Stimmt. Also Stimmt. das ist halt auch nochmal so. Das müsste man eigentlich auch nochmal liegen, ja. Schauen wir mal, auf was es jetzt in Italien vielleicht gibt, ne? Schön am Comer See, da so ein Tattoo. So ein Aperol Spritz auf dem Fuß oder so. Nee, da habe ich mich auch schon mal drüber unterhalten. Aber Aperol Spritz Tattoo finde ich Quatsch. Da sehe ich mich, also ich sehe mich da nicht. Es hat auch immer so, Ist auch Quatsch. Aber es hat so einen leichten Alkoholiker-Vibe, weißt du? Wenn du so ein Aperol Spritz tätowieren lässt, das ist so wie so eine Deutschlandfahne, würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Das ist schon wieder ein bisschen was anderes, aber sowas, ne? Aber kommen wir zum nächsten Punkt. Ich finde dieses Freundebuch klasse, ne? ich mach mal kurz hier diese Lüftung an, damit es nicht so nach Benzin Naja. Voll mit dem Drachen da drin, da sind echt schöne Zeichnungen drin. Aber als nächstes haben wir das Lieblingsgetränk. Wow. Köpi. Ja, also jetzt alkoholisch oder nicht alkoholisch? Beides, würde ich sagen. Okay, also Lieblingsgetränk ist auf jeden Fall Cola. Aber eine Cola. Ja. Aber keine Coca-Cola, Okay. weil Hot das take. ist nix gut. Hier schön Mio-Cola finde ich am besten. Ne? Ja, okay. Also da habe ich mich wirklich drin verloren. Wir haben Ja. auch, das sieht man glaube ich nicht, aber wir haben auf jeden Nee, Fall... wir haben irgendwo da unter diesen ganzen Massen an Klamotten, die wir mal wieder mitgenommen haben, weil wir einen völligen Dachschaden haben, steht noch ein Mio-Kasten, ne? Ja, wird das das schön gehört gleich sich in. auch so. Der ist auch nach 3 Tagen leer. Also deswegen ist es so... Ja. Das wäre mir ganz schwierig. Also, Ja. Ich bin immer so, ich kann davon, glaube ich, maximal so ein Ding am Tag trinken. Und dann, wenn es so Tage hintereinander sind, wo ich das einmal am Tag trinke, dann ist bei mir schon vorbei. Aber bei dir ist er ja immer, Der ist bei mir, fängt morgens an, hört abends auf. Also das Ja. ist jetzt nicht so... naja. Ja, wild. Und alkoholisch? Ja, Also, schönes- Freunde, ne, keine macht den Drogen, Nee, ist kein nicht gut. Alkohol, wisst ihr ja. Aber wenn man es mal verdient hat, nach einem harten Arbeitstag, in einer harten Woche, dann darf man auch das gerne ist genau mal... der falsche Ansatz, aber ja. Kann man so auch beschreiben. How to be Alkoholiker. Aber ja, also ein helles trinke ich sehr gerne, Sehr gut. aber halt auch mal irgendwie so einen Pilz. Und da ich aus Duisburg komme, Ja. der Wohnort liegt, Ja, nein, aber so ein Königpilsen natürlich bei mir ganz weit vorne. ja. Aber gezapft und 0,2. Okay. 0,25. Ja, ich bin ja kein 02-Fan, aber ja. Schön so eine Bottle da. Ist immer gut. Okay. Aber auch in Maßen, ne? Also, ich will jetzt hier niemanden auf die Ja, Schuhe ja, treten, ja. aber Ich verstehe schon. Part-Time-Alkoholiker. Nein, Spaß. so schlimm ist es noch nicht, zum Glück. Nee, so schlimm ist nicht. Als nächstes haben wir dein Lieblingstier. Also ich hätte jetzt geschätzt, das wäre die Katze, weil auch Katze zu Hause und so. Aber was sagst du? Es ist die Katze, ja. Naja, okay. Aber es hätte auch was anderes sein können, also es variiert immer. Ja. Es war mal eine lange Zeit, war es irgendwie mal so Richtung Ja. Adler. Adler? Ja. Ist aber jetzt schwierig geworden, deswegen auf Katze umgeswitcht, so mäßig. Ja, okay. Ja, aber Adler auch stark. eigentlich. Also so ein, wie heißt das, Weißkopfseeadler oder so? Ja. Ja. Boah, als wir in Amerika waren, habe ich einen gesehen. Die Dinger sind so crazy. Die sind einfach so riesig, das ist unfassbar. Die sind nicht nur übelst selten. Ja. Das ist irgendwie so, Wir sind da irgendwo so, wir waren so in San Francisco, sind wir durch so ein Strandgebiet gefahren und der saß einfach so auf so einem toten Baum so oben drauf. Das war wirklich ein Bild für die Götter. Also das hast war du schon- mitgemacht? Nee. Er ist dran vorbeigefahren. Ich habe es im letzten Moment so gesehen, war so, yo. Enttäuschung wieder hier. Ne? Ja, ich muss da noch ein bisschen üben mit diesem Foto machen und so. Nee, das ist ganz Weißt schwierig. du ja. Aber jetzt, nächste Frage, kommen wir vielleicht sogar zur ersten. Das ist eigentlich jetzt witzig, weil in diesem Buch, es überschneiden sich jetzt halt Fragen, die man halt, wenn man das jetzt als Freundebuch und normaler Mensch, in Anführungszeichen, interpretiert, denkt man sich jetzt bei Lieblingsbuch, ja okay,
Aber jetzt kann man natürlich die erste fotomäßige Frage beantworten hier. Das erste Lieblingsbuch, da kann man natürlich jetzt ein Fotobuch raushauen. Oh. Vielleicht. Ja, also No Shame on Me. Diese Fotobücher finde ich stabil, bin ich jetzt aber nicht so der typische Sammler, so wie du. Ja, ich ja auch noch nicht. Noch nicht. Also geht in die Richtung, aber... Man muss jetzt mal überlegen. Ja, wenn du ein normales Buch hast, was du feierst, dann kannst du auch ein normales Buch sagen. Ich bin ist ja absolut nicht... kein Mensch, der Bücher liest. Also, da Nee, bin ich leider same, aber... falsche. Also ich würd die Frage nochmal so am Ende beantworten. Ich muss mir Okay. nochmal Gedanken dazu machen. Ich habe gerade irgendwie keine... Mir fällt vieles ein, aber ich weiß irgendwie gerade nicht so richtig so, ob das jetzt mein Favorite ist. Ein bisschen. Naja, okay, verstehe ich. So auf diesen... Weil ich finde viele Sachen geil, aber halt auch immer so in Maßen mäßig, weißt du? Naja, ich check. Ja, okay. Als nächstes ist hier Lieblingsfilm angedacht. Da kann man natürlich jetzt einmal den Lieblings-Analogfilm sagen und Ach auch so, den okay. Lieblings-Kinofilm mäßig. Mhm. Das ist eigentlich stark, das ist doppelt. Ja, das Doppelt ist Frage. hart. Weißt du, das ist Das ist hart. jetzt überschneidet sich das so langsam. Also Lieblingsfilm ist, glaube ich, bei mir relativ klar. Ist eindeutig Porter 800. Naja, zu viel Geld, der Ähm, Mann. Ja. Nee, aber ich finde, es ist einfach vom Look her und von der ISO-Zahl ist einfach so ein Allrounder irgendwie, der so perfekt überall passt. Ja, Ich verstehe meine, ich. wenn man halt mal, sag ich mal, einen sonnigen Tag hat, dann kann man ja auch easy auf 400 den steppen, so. Ja, Finde ich eigentlich immer ganz schön. safe. Gefällt mir sehr gut. Und Lieblingsfilm, tatsächlich Shutter Island finde ich ganz geil. Mhm. Ich letztens nochmal geguckt, fand ich wirklich, also auf Mhm. jeden Fall entweder Shutter Island oder hier Inception, so in die Richtung, diese Filme. Ja, auch stark. Das fühle ich auf jeden Fall, also das ist so mein Ding. Es gab aber auf Netflix so eine, darf ich Netflix sagen? Ja, ne? Ja, natürlich. So eine, was war das für ein Film? 1968 Ach so, ja. oder irgendwie sowas. Das war auf so einem Schiff irgendwie. Ja. Das war ähnlich wie Shutter Aber Island. das war das nicht sogar eine Serie? Ja, das war eine Serie. Aber irgendwie Ja, so über aber das war auch sick, ja. Das 6 stimmt. Folgen oder irgendwie Ja, das hab sowas. ich auch gesehen. Das Das war dieses mit diesen, wo diese mehreren Schiffe waren und dann diese verschiedenen Welten so mäßig. Ja, genau. Ja, das war eigentlich auch cool, das stimmt. Das wurde auch, glaube ich, in diesem, ich weiß nicht, wie das heißt, aber Babelsberg in diesem 3D-Ding da gemacht. Ja, mit dieser 3D-Wand Ja, drumherum, ja, da wo auch so Mandalorian so Kram gemacht Gibt's auch ein krasses Making-of, also könnte ich gerne mal Ja, das gucken. stimmt. Das habe ich auch gesehen. Sehr Das interessant. gibt's auch auf Netflix, glaube ich. Ja. Ja, das ist eigentlich wild. Das stimmt. Ja. Ja, gehe ich mit. Also ein starker Film. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Serie. Mein Lieblingsfilm. Gerne auch beides beantworten. Puh. Darf ich raten? Ja. Ich würde sagen, Lieblingsfilm, also Film, Ja. also Kamerafilm. Ja. Entweder Color Plus Ja. oder Gold? Hä? Porter 160 oder so? Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, also ich würde jetzt schwanken zwischen Portra 160 und Color Plus. Also Kodak Gold wäre bei mir auch noch so auf Platz 3 gewesen, so mäßig. Ja, ja. Also check ich, aber ja. Also bei mir ist aktuell auf jeden Fall Color Plus safe. So, das ist bei mir irgendwie aktuell. Ich liebe den Film. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier gerade Ja, dran wir können mal gleich ein Bild einblenden. Oder jetzt ein Bild einblenden. Oder du zeigst einfach. Ne? Es wurde entspannt hier nochmal ein bisschen was geholt. Vom Urlaub musste natürlich nochmal eingekauft werden. Dementsprechend würde ich sagen, ich gehe mit Color Plus. Ich habe zwar auch einiges an Portra 160 dabei, aber Flex. ja, gut. Nein, Spaß. Für den Urlaub kann man das mal machen, ne? Sonst machen wir das ja nicht so. Nee, aber also jetzt so Color Plus ist auf jeden Fall bei mir sehr weit vorne. Also würde ich auf jeden Fall sagen. Und Lieblingsfilm, also so Kinofilmmäßig, finde ich sehr, sehr schwierig. Es gibt viele unfassbar gute Filme. Also muss jetzt nicht Kino sein, da kann auch irgendwie so. Ja, aber ich meine so Streaming-mäßig irgendwie im Sinne so. von, also damit man das so checkt, dass Nee. ich Kinofilm meine oder Film. Also eigentlich, wenn mich jemand gefragt hat, habe ich immer gesagt Dark Knight, Batman, weil ich bin ein geistkranker Batman-Fan und das war immer für mich so der Batman-Film. Ich bin so dumm. Warum? Ich habe Star Wars komplett vergessen. Ne? Ja, Irgendwie.
Ja, aber Star Wars ist für mich so. Also, die sind ja auch krass gut. So. Jungs, jetzt seht ihr und Mädels, jetzt seht ihr uns gleich wieder. Wir sind nämlich jetzt aus dem Gotthardtunnel raus. Quasi jetzt. Dann sind wir in Italien, glaube ich auch, ne? Direkt, oder? Ist das nicht Ja, das ist Italien. Airolo Polizia. Das hört sich italienisch an, ja. Ja, würde ich auch sagen. Sehr schön. Aber ich hätte jetzt gesagt. Ist das ein schönes Gefühl gerade? Ja, Bella Italia, willkommen. Ich hätte gesagt, Star Wars ist jetzt irgendwie so. Zählt für mich nicht in so eine. Also, wenn man jetzt so ein mega Star Wars-Fan ist, ja. Aber ich finde, sonst gibt es auch einfach zu viele krass gute Filme, die da so noch so drüber stehen, weißt du? Mhm. Ist jetzt natürlich auch ein Hot Take, würde ich sagen. Da werden mich viele vielleicht für hassen. Aber so an sich hätte ich das jetzt schon gesagt, dass das so bei mir nicht in die Lieblingsfilme da reinzählt. Aber Dark Knight hätte ich gesagt. Was finde ich noch gut? Bei mir war halt, ich sag mal, ich war ja früher sehr krasser Fast Furious Fan so. Aber das wäre jetzt für mich auch ähnlich wie Star Wars, würde ich sagen. Fast and Furious, der erste Teil, das ist schon für mich so ein übelst guter Film auch. Den ich auch gefühlte 20 Mal schon geguckt habe. Was letztens bei mir auch wieder aufgekommen ist, Herr der Ringe. Auch krass. Habe ich nie geguckt, oder? Okay, das ist Muss ich hart. mir jetzt outen, ne? Nee, weil ich habe jetzt angefangen, Game of Thrones zu gucken. Habe ich auch nicht geguckt. Ja, ich habe ja jetzt auch nur angefangen. Muss sagen, ich bin sehr begeistert, also kann ich sehr empfehlen. Aber so da, als ich das jetzt geguckt habe, es gibt ja auch diese neue Herr der Ringe-Serie jetzt, diese, wie heißt das, Elden Ring oder so. Und davon, die erste fand ich schon ganz cool, die Staffel, dass das so wieder auferlebt wird. Ja. Aber so Herr der Ringe fand ich auch schon immer sehr, sehr krass, auch wenn die Filme halt immer so richtige Brecher sind mit so 3 Stunden. Aber die kann man sich schon sehr gut geben, also war das schön Filmeabend hier in Italien. Kann man machen. Schön Pizza, Filmchen. Puh. Kommt gefährlich. Ja, ich freue mich sehr auf Pizza, muss ich sagen. Also Pizza, Espresso für 1 Euro. Ich freue mich auf diese Stimmung, weißt du, dieses italienische, herzliche, warme, da freue ich mich drauf. Ich freue mich auch schon richtig auf Bilder machen. Richtig Bock. Ja, momentan ist das Wetter irgendwie ein bisschen Arsch, ne? Also, es kommt noch. Ist gerade sehr bewölkt hier Stehen in die den jetzt hier? Alpen. Ist ja jetzt hier Unfall im Gotthard, oder was? Ich glaube, das ist, weil es zu voll ist. Ach so. Ist natürlich schwierig. Glaube ich. Ja, wird schon. Ich denke mal, das Wetter wird jetzt die nächsten Tage ein bisschen besser. Dann kann man da auch mal schön. Also wir sind übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, wir fahren zum Comer See, aka Lake Como. Lago di Como. Lago di Como. Boah, M3 Touring. Puh. Aber ja, ich denke mal, es wird ganz schön. Warst du eigentlich schon mal da? Ich war am Gardasee schon mal. Ja, okay. Da auch mal ein bisschen rumgecruised, aber jetzt Comer See war ich leider noch nicht. Okay. Also ich bin sehr gespannt. Sah alles sehr stabil aus. So. Ja. Auch Star Wars Film Location, ne? Wird sich auch reingezogen. Ich bin bisher nur mit dem Boot an dieser Star Wars Location dran vorbeigefahren. Aber ich war vor 2 Jahren da. Da haben wir einmal Gardasee und Comersee jeweils eine Woche gemacht. Das war eigentlich auch ganz cool. Also Comersee hat mir auch schon sehr gut gefallen. War schon sehr schön. Fast besser als Gardasee irgendwie. Weil es war so... Gardasee ist so... schon so sehr Touri-mäßig, würde ich sagen. Und Comersee war noch so ein bisschen gesitteter irgendwie. Ich glaube, es kommt halt darauf an, wann du da bist. Ne? Also Ja, ich meine, gut, wir sind ja jetzt eigentlich... Also wir haben jetzt Ende September ist jetzt gar keine Ferienzeit oder irgendwas. Ich glaube, das ist schon eigentlich ganz gut, dass man da ganz entspannt machen kann und da nicht so viele Leute sind. Also das ist eigentlich schon gut. Ich sehe gerade, hier geht es auch noch weiter sogar. In unserem Freundebuch. Das ist top. Lieblingsfarbe. Finde ich auch schwer. Muss ich sagen. Lieblingsfarbe. Schwarz ist halt keine Farbe, ne? Ja. Eigentlich nicht. Hey, was Wobei ich ist das denn? auch immer Was ist Quatsch das denn fand. hier? Was denn? Ist der Flughafen ein Racetrack oder was? Nee, das wird so ein Segelflughafen sein, denke ich Ja, mal. da sind doch Autos gerade gefahren. Ach so? Sorry. Lieblingsfarbe. Blau. Aber so ein dunkles
schönes, So Navy-Blau. so mäßig das, aber so noch dunkler ein bisschen. dunkel. Nein, also, So wie deine Cap. ja. Nochmal nachgucken. Ja, okay, aber check ich. Blau ist schon nice. Ja, ich hätte auch gesagt, so blau oder rot finde ich auch stark. Rot ist auch stabil, ja. Deswegen, also Olivgrün auch stark. Ja, ich finde so Lieblingsfarbe kann ich mich schwer entscheiden. So. Es wechselt auch immer irgendwie. Ja, Also ja, es ist ja. jetzt nicht so, dass ich da jetzt eine feste Farbe seit 1000 Jahren habe, sondern Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, jetzt hier diese zweite Seite von dem Freundebuch, das ist irgendwie, da muss man ist nicht mehr mit so was malen und so. ja, so früher jetzt immer hier musst du so ankreuzen. Aber- Steht denn da? Kann man das irgendwie umwandeln? Ja, das kann ich sehr gut oder nicht so gut. Kochen ist das erste. Würde ich jetzt sagen, sehr gut. Ich würde so zwischen gut und sehr gut das Kreuz machen. Ja. Also, ich bin jetzt kein Profikoch, aber so, ich koche schon sehr gerne in meiner Freizeit. Muscheln. Stichwort. Unter anderem. Aber du hast eine ganz falsche Vorstellung, was ich da immer mache. Also, Vielleicht wir können ja hier sogar im Podcast so Umfragen machen. Und ich würde mal gerne wissen, ob die Leute Muscheln mögen oder aber nicht. du musst es richtig erklären. Es gibt ja einmal diese Muscheln da, diese komischen zum Ausschlürfen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Keine Ahnung. Die sind Miesmuscheln oder so. Weiß ich komplett nicht. Schmutz. Aber so diese Miesmuscheln, diese in diesen dunklen... Austern sind zum Ausschlürfen, oder? Das sind doch Muscheln, oder? Ja, aber sind das zum Ausschlürfen, oder? Ja, diese weißen, diese komischen Mr. Bean-Dinger. Keine Ahnung. Ja, egal. Ich bin da raus. Ich habe das, wie gesagt, ich habe einmal damals in Frankreich habe ich Muscheln gegessen und ich war wirklich ganz kurz davor zu kotzen. Also ich fand das so Ja, aber ekelhaft. da waren das safe diese zum Ausschlürfen. Kann gut sein, keine Ahnung. Weil ich zeig dir, wenn wir in Italien sind, zeige ich dir immer, was ich da mache. Ich esse das zwar nicht, aber ja. Nee, du musst es nicht essen, aber, also, obviously, aber Danke. nur damit du mal eine Vorstellung hast, ist halt mit, also, Frutti de Mare, Nudeln so mäßig. Ja, Es ist jetzt nicht nur so diese Muscheln da pur, also das wäre halt Ich auch verstehe irgendwie eine das schon, Eiweißvergiftung so, also ja. kannst du Ja. nicht so viel von essen. Ja, Ja, dann das ist auch nachher schwierig. verstehe ich, ja. Als nächstes ist ja auf der Liste Malen. Malen kann ich überhaupt nicht. Also Ja. beim Malen ist es komplett vorbei. Aber hattest du mal so eine Malphase? Ja, als Kind halt. Ja, okay, weil ich hatte irgendwann mal so mit, ich sag mal so frühes Jugendalter, weil mein Vater halt auch immer viel gemalt hat. So, der kann auch krass malen, so. Aber da war ich immer so, ich dachte immer so, ich hätte da so ein unentdecktes Talent noch irgendwie, ne, was so schlummert. Aber irgendwann habe ich auch eingesehen, so, das ist einfach nicht da. Also die Mom von meinem Dad war sogar, also die hat gemalt beruflich so. Oh, Ja, krass. die hat immer ich sag mal, die hat so Stuff hier gemalt, ne? Das ist wie so in so einem Kinderbuch. Die hat so Kinderzeichnungen So gemacht, für so Schulbücher und so. Illustrator-mäßig? Ja, ja, Oder? genau. Okay. Aber halt so in diesem Zeitalter, wo da noch nichts Digitales war, ne? Ja, ja. Und das ist eigentlich ganz cool. Deswegen auch so diese ganzen Bilder, die bei uns hängen, sind auch eigentlich alle von der Mom von meinem Dad. Falls du die schon mal gesehen hast. Ja. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Ja. Aber die sind eigentlich ganz cool. Also deswegen, aber ich habe da, glaube ich, von dem Talent nicht so viel abbekommen. Irgendwie, da war vorbei. Leider. Aber gut, ist halt so, ne? Als nächstes hier noch Singen. Singen ist auch nicht so gut. Sehr gut, ne? Sehr gut, ja. Ja. Naturtalent. Ich sag mal so, für die Dusche und im Stau zur Arbeit reicht's. Boah, bist du so ein unter der Dusche Singer? Nein, symbolisch jetzt. Okay, ja, okay. Also so, was Ach so, ich meine? ja, ich verstehe. Ja. Also jetzt, wahrscheinlich. Ja. Weiß ich ja Hast nicht. du heute Morgen nicht gehört? Hast du heute Morgen duschen? Nee, nicht heute Wir sind Morgen. heute Nacht Gestern Morgen Ja. quasi. Also kurz, damit man das auch mal hier erwähnen kann, deswegen ist das vielleicht auch gerade so wieder so ein bisschen chaotisch. War jetzt vielleicht auch nicht die beste Idee, das wieder so zu machen, weil letzte Folge war ja auch schon so, ne? Nachts irgendwann um 3 Uhr aufgenommen. Oder 2. Nee, das war nicht so spät. Doch, das war schon spät. Und jetzt gerade ist so, wir sind heute Nacht um 12 Uhr losgefahren und wir haben jetzt 10.38 Uhr. Das heißt, wir sind jetzt seit 10,5 Stunden im Auto am Fahren. Zwischendurch 1-2 Mal genappt. Natürlich auf dem Rastplatz und nicht bei der Fahrt. Aber das war bisher sehr anstrengend. Und jetzt sind wir irgendwann um 12.20 Uhr anscheinend da. Ja. Ursprünglich eigentlich um 9 Uhr irgendwas. Also Ja, irgendwann stand da zwischendurch 9 Uhr und dann haben wir 1-2 Mal Pause gemacht und dann war irgendwie vorbei. Also irgendwas hat sich da krass geändert. Ich weiß zwar auch noch nicht was, aber ja.
Nee, aber also singen sagst du eher nicht so. Singen nicht so, ne. Okay. Und Also- tanzen im Vergleich dazu? Tanzen auch ganz schwierig. Echt? Boah. Also, Ja, okay, du bist auch eher so ein an der Bar Hocker, ne? Nicht so ein Tänzer. das kommt drauf an. Also sag mal so, je nachdem wie der Spaßpegel so steht, Aber man kann ja auch Spaß haben ohne Alkohol, ne? das stimmt, muss man auch. Ja. Aber ich sag mal jetzt so, ich bin nicht so der Clubgänger, ist nicht so mein Ding irgendwie. Ja. Feiere ich nicht so hart, aber so jetzt sag mal so Open-Air-Sachen, irgendwie so festivalmäßig, Ja. da sehe ich mich halt schon so. Und da wird auch mal der Tanz reingeschwommen, sag ich mal. Das ist schön. Geschwungen, nicht geschwungen. Ja. Sorry, hier wenig Schlaf und so. Ja, Ja, verstehe ich. Ja, ich tanze schon. aber ist jetzt auch nicht so, also... Das Ding ist halt, es geht ja auch darum, das kann ich, ne? Gut, nicht gut. Und also wenn jetzt mich jemand fragen würde, kannst du gut tanzen, dann wäre ich auch raus. Also ich ja, tanze dann will ich Nein sagen. ganz gerne in der Bar, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich gut tanzen In der kann. Bar? Ja, So alleine dann im Flur oder was? Scheunenreh halt, so Tanzbar So, ja, okay. mäßig. Also, Ja, weil okay, Club ja, bin das ich check auch, ich schon also im jetzt. Club bin ich auch eher raus. Also ich werde, wenn dann so Bar, Tanzbar. Liebe Grüße ans Scheunenreh an der Stelle. Boah. Sehr gutes Ding. Wir haben hier gerade eine sehr, sehr schöne Aussicht. Ich muss vielleicht gleich mal die 360-Cam anschmeißen, ein bisschen Footage zeigen. Ja, Das Lenkrad halten? Wie geht denn das an? Sonst sag mir, wie das angeht ganz hier. rechts. Obwohl, du kannst doch einfach den Knopf drücken. Den einfach drücken, ja. Dann nimmt die sofort auf. Müsste eigentlich angehen, dann aufnehmen eigentlich. Krass. Ja, wir haben noch so, Justin hat so eine 360-Kamera. Werdet ihr jetzt wahrscheinlich sehen. Geht los. Ah, krass. Start Recording, guck mal, das ist toll. Das ist geil. Ist das richtig? Das ist richtig. Das ist nur andersrum, weil wir das falsch rum aufgehangen haben. Hä? Das machen Sachen. Ach so. Ah, okay. Na, ich dachte gerade, dann dreht er das so, weißt du? Achso, nee, du kannst es nur in der App irgendwie drehen. Ja. Also seht ihr uns jetzt hier. 360 Grad. Hallo, peace, Leute. Sehr schön. Und dann seht ihr jetzt auch diesen wunderschönen Ausblick hier, den wir gerade genießen können. So wundergeil. Wundergeil. Wunderschön. Sorry, ich sprach eigentlich- hier gerade wirklich am Ende. Eigentlich war der Plan heute Morgen auch, also wir sind eigentlich auch nur so um 12 Uhr nachts losgefahren, weil wir gedacht haben, okay, erstens sind wir dann halt einigermaßen früh da und andererseits können wir vielleicht auch den Sonnenaufgang in den Bergen gucken. Hat natürlich mal wieder nicht funktioniert. Ich sag mal so, Sonnenaufgänge und wir, weiterhin sehr schwieriges Thema. Schwieriges Thema, ja. Weil da Obwohl war du heute hast halt Morgen- gepennt, ne? Also ich bin gefahren. Ja, aber du hast ja gesagt, da war nichts. Ich habe Nee. dir gesagt, wenn da was ist, dann sag Bescheid. Es war halt auch nichts. Also es war halt wirklich Ja. so bewölkt und so ein bisschen rot, aber das hat sich Ja. jetzt nicht gelohnt, dafür extra aufzustehen. Also Ja, okay. ich hab mir gedacht, lässt du den Junge schlafen. Ja, ich habe auch sehr gut genappt hier, muss ich sagen. Schön mit Kissen, war super. Aber ja, so ist das, ne? Deswegen, ich würde sagen, vielleicht auf dem Rückweg gucken wir uns das Ganze nochmal an. Vielleicht kann man da ja so ein bisschen sonnenaufgangsmäßig irgendwas machen. Müssen wir auch nochmal überlegen, wenn wir da zurückfahren. Aber, Ich denke mir ja abends. naja, abends willst du zurückfahren? Bis morgen zurückfahren? Ja. Schon, oder? Müssen wir mal gucken. Thema für nicht Podcast, sondern die nächsten Tage. Ja, irgendwann. gucken. Ich weiß auch gar nicht, wenn wir das hochladen, weil sonst hätte ich auch gesagt, die Leute, die schon mal am Comer-See waren, können uns gerne mal irgendwie schreiben, was man da so machen kann noch. I guess wir haben WLAN da im Airbnb. Meinst du? Ja, steht da drin. Krass. Also hopefully ist es auch Sonst hätte ich das auch nicht gebucht. okay, ist WLAN so. Ja. Nee, aber wir hatten jetzt so geplant, für die Leute, die es interessiert, vielleicht einen Tag Mailand. Da ist nämlich der liebe Nils gerade am Start, den ich über Brian kenne. Liebe Grüße an der Stelle, falls du es hörst. Grüße. Ja, aber in Mailand ist wohl auch gerade Fashion Week. Vielleicht auch ein bisschen interessant für Fotos. Stelle ich mir aber auch hart stressig vor irgendwie. Ja, schon. Ja, es ist schon safe geil so, aber irgendwie so ist halt komplett alles voll. Ne? Das Ding ist halt, ich glaube halt, Ich denke mal auch teurer als normalerweise. Ja, Also das, so also, schon, ja, so auf jeden Fall das. Aber ich denke halt, vielleicht für Street ist ganz cool, weil stimmt, halt viele ja. Leute rumlaufen, die so vielleicht fashionmäßig unterwegs sind Mhm. und die auch Bock haben, dass Fotos von denen gemacht wird. So Das stimmt. Ja, boah, das sieht sehr sick aus hier. So ein Elektrizitätswerk, ne? Elektrizitätswerk war auch lange Zeit für mich so ein Ding, das gab es für mich nur bei Monopoly, ne? Das war so ein Monopoly-Ding, weißt du? Irgendwie so. Ja, check ich auch. Es ist so, keine Ahnung. Aber wir haben gar kein Brettspiel oder irgendwas mitgenommen, ne? Uno oder so wäre krass gewesen. Ja, vielleicht habe ich sogar dabei. Einfach so? Nee, ich habe ja noch den Koffer von Malle hinten drin. Ach so?
Da könnte es vielleicht eventuell drin sein, wenn meine Freundin das nicht rausgenommen hat. Ja. Boah, Lieblingskartenspiel? Ja, Uno. Uno? Uno oder Elva raus heißt das, glaube ich. Das ist so... Okay. Du musst immer so... Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber immer... Du hast so, ich glaube, 5 Karten auf der Hand oder so. Mhm. Nee, Quatsch, 11 Karten auf der Hand. Und du musst halt alle loswerden, so mäßig. Mhm. Und du kannst halt immer nur so weißt du, 1, 2, 3, 4, 5 Ja, und so. ja. Und immer gleich die Farbe und so. Glaube ich zumindest. Weiß ich jetzt nicht, aber Ja, okay. schon lange her. Aber hört sich eigentlich stabil an. Ich muss sagen, mein Favorite-Kartenspiel wäre Cabo. Kennst du Cabo? Ja. Cabo ist richtig Das stark. ist halt so basic, ne? Doch, Cabo finde ich schon... Cabo ist schon nice. Oder Hornochsen finde ich auch stark. Kenn ich nicht. Nein? Boah, das ist krass. Müssen wir zusammen spielen. Ist gut. Ja, mein Lieblingskartenspiel ist das Kaufen von Filmen bei Sascha im Laden. Top. Liebe Grüße natürlich auch an der Stelle. Ey, guckt euch das mal hier an. Das ist ja... Boah, das ist schon witzig, dass die das jetzt auch sehen können. Stark. Wir hatten eigentlich erst überlegt, die 360 draußen ans Auto dran zu machen. Ich glaube, es war jetzt eine ganz Das gute ist Idee, so dass wir risky. sie nicht gemacht haben. Aber die Weil, verloren. guck mal, hier ja. rechts auch so ein Wasserfall und so. Ei. Boah. Da mal halten, ein paar Fotos machen. Aber wahrscheinlich voll den Umweg hier. Lassen wir mal lieber, ne? Ich sehe auch keine Straße, ehrlicherweise. Ja. Aber heute ist wieder so eine sehr entspannte Folge. Aber weißt du, die Introduction-Folge jetzt wieder. Wir werden jetzt auch nochmal, es gibt jetzt demnächst auch nochmal ein neues Cover wahrscheinlich. Haben wir auch schon ein bisschen was geplant für euch. Und dann wird mal so in die neue Staffel reingestartet. Und dann gibt es wieder neue Gäste. Ich habe auf jeden Fall, wir haben einiges geplant, jetzt auch öfter dann mit Video, Mhm. damit man noch mal ein bisschen was sehen kann von den Leuten. Ich hoffe, das passt für euch so. Ja, ich meine, gut, in nächster Zeit wird es dann wieder ein bisschen anders aussehen. Wir werden es wahrscheinlich nicht aus dem Auto machen, gehe ich mal von aus. Ich finde, der Vibe ist so entspannt heute. Also für Ja, mich ja. zumindest fühlt es sehr entspannt an. Ja, es ist halt jetzt auch, heute ist so, es So ist dieses zwischendurch mal... hat's Sonntagmorgen, das mit so Fotografie Viertel zu vor tun. 11. weiß nicht, Wir haben so. Sonntag, ne? Haben Ich wir habe Sonntag? irgendwie gedacht, wir hätten Samstag. Aber wir haben Sonntag, Ja, wir haben Sonntag. Ja, krass, ey. Naja, ich sehe schon, aber wir müssen auf jeden Fall gleich noch eine Runde schlafen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe uns gleich Ich habe schlafen, insgesamt eine halbe Stunde gepennt. einkaufen und lass mal heute Abend einfach essen gehen. Ich sehe uns, glaube ich, da nichts kochen heute. glaub ich. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber entspannt kochen wäre auch stark so, ne? Zum Morgen, weißt du, so morgen geil essen gehen. Boah, schön am Strand. Ich habe da so 2, 3 so Dinger gesehen am Strand, die sahen richtig stabil aus. Ich will nachher auf jeden Fall einmal so abchecken, was so abgeht, so mäßig. Ja, also so in der also- Nähe ist und so. Einkaufen müssen wir dann eh. Ja, Können ja. wir eh ein bisschen rumfahren und dann... Ja, also der Ort, wo wir sind, heißt Domaso. Das ist so... Viele kennen wahrscheinlich Menaggio. Das ist so relativ bekannt am Comersee. Und wir sind so 20 Minuten von da. Und ich bin mal gespannt. Es ist ein relativ kleiner Ort. Gibt so ein paar Sachen, Restaurants, Kirchen, so normaler Ort einfach. Mhm. Und ja, mal schauen, was es da so gibt. Ne? Also ich denke mal, da wird es jetzt nichts Weltbewegendes geben, aber finde ich auch nicht schlecht. Muss ja kein Volltrubel da sein. Finde ich aber auch ganz gut irgendwie. Ja, Dass es nicht so der Riesenort ist irgendwie. naja, voll. Ich finde auch, ja, nee, mir ist sogar noch eingefallen. Ich kann noch ein paar Film-News hier mit einbauen. Es gibt ja jetzt die Roller 35, die neue. Das war jetzt kompletter Themenwechsel, sorry. Aber ist mir gerade so in den Kopf gekommen, bevor ich vergesse, darüber zu reden. Die kann man jetzt, oder konnte man jetzt vorbestellen, glaube ich. Ich habe keine vorbestellt. Ich weiß aber, dass es beim Camera Dealer welche geben wird. Dementsprechend hoffe ich, dass wir da natürlich auch ein kleines Review machen können. Wäre auf jeden Fall stark. Und auf YouTube, vielleicht ist es schon online, neues Video auch über das Veloy Easy 35 System. Veloy Easy 35 System auf Deutsch, so. Finde ich übrigens sehr stabil, das Ding, wa? Also, Ja, das ist schon cool. Ja. Also guckt es euch selber an, aber ich finde Es sehr, ist halt sehr einfach so praktisch. dieses, viele Leute, die es nicht kennen und am einfachsten erklärt, das ist halt für dieses DSLR-Setup so mit der Kamera zum Scannen quasi nicht so ein Lichttisch plus Adapter und so, sondern es ist halt so alles in so einer Box, die man einfach vorne draufschrauben kann und es ist halt eigentlich, es ist halt voll entspannt, so man muss nichts aufbauen groß, man kann einfach anmachen und es funktioniert so. Und man könnte es sogar theoretisch mit in Urlaub nehmen, wenn man da Bock drauf hat. Und ich habe da auch eine sehr lustige Erklärung in dem Video, glaube ich, gemacht. Also da, auf jeden Fall das Intro ist auf jeden Fall stark.
Könnt ihr euch schon mal freuen. Und ich denke mal, das kommt jetzt auch irgendwann die nächsten Tage online. Und dann bin ich mal gespannt, was die Leute dazu so sagen. Weil, also Beloy ist auf jeden Fall eine stabile Firma, also die machen gutes Zeug. Kommt demnächst auch nochmal eine neue Version von. Und dann kann man mal schauen. Filme gab es, glaube ich, auch ein paar neue. Irgendwie jetzt so 2, 3. Also bei Sascha gab es, zumindest im Laden, gab es ein paar neue Filme. Von Reto, also die auch diese 3D-Kamera machen. Ja, okay. Die haben so einen Film, ich weiß nicht, was da drin ist. Ich glaube, es ist irgendwie repackaged irgendwas, ne? So wie immer eigentlich. Dann irgendwie so einen Film aus Frankreich, den habe ich auch vorher noch nie gesehen. Der heißt irgendwie Mino oder Miso oder so. Der sah richtig stark aus, muss ich sagen. Ist der so blau? Nee, das ist auch ganz komisch, weil der ist so, das habe ich auch noch nie gesehen, der ist nicht in einer, also da ist keine Plastikpatrone drum, sondern der ist einfach so, die Dose ist quasi eingepackt in Pappe und deswegen ist der Pappkarton so richtig dünn. So ganz merkwürdig irgendwie. Der ist halt nicht so groß wie die anderen. Ja, das ist so, wie kann man das beschreiben? Einfach viel kleiner so. Das sieht irgendwie ganz witzig aus. Und ja, sonst irgendeinen anderen gab es auch noch. Das war aber ein Schwarz-Weißer, glaube ich. Es gab auch irgendwie von Adox gab es auch 1, 2 neue Sachen. Aber da muss man sich ja überall mal so langsam irgendwie mal rantrauen. Das Ding ist halt gerade irgendwie noch so viel Film im Kühlschrank, dass ich mir denke, so, okay, warum soll ich da jetzt irgendwas Neues ausprobieren? Phoenix, 120er. Dein Lieblingsfilm. Wärmste-Empfehlung. Auf jeden Fall. Wärmste Empfehlung, mein Gott, es tut mir leid, wirklich. Ich fand aber, also ich muss sagen, ich habe 1, 2 Videos angeguckt, ich muss sagen, ich fand der sah jetzt nicht schlecht aus. Mittelformat finde ich vor allem echt okay. Auf der Website von denen haben die manche Bilder online und die Skintones waren krass. Also die sahen richtig gut aus. Ja. Vielleicht halt auch krass bearbeitet so, weiß ich jetzt nicht. Aber da war ich wirklich so kurz so, yo, krass. Also das Ding ist, ich glaube, wenn man dem Ganzen nochmal so einen zweiten Versuch gibt und das halt nicht an einem Wetter macht, das halt nicht dafür geeignet ist, so mäßig. Ja, das war ja, als wir das Video gemacht haben ins Bar, war ja auch nicht das beste Wetter. Ich meine, ich fand, da waren halt 1, 2 ganz coole Bilder dabei. Stimmt, du hast den ja auch geschossen. Ja. Das ist cool. Weil das halt so, das hat irgendwie zum Vibe gepasst und das sah halt aus wie so Foto von Rennsport in den 80ern oder so, zum Teil. Aber, naja, weiß ich nicht. Also, ich müsste mir den jetzt auch nicht unbedingt nochmal kaufen, so, ne? Das ist jetzt, habe ich im Video, glaube ich, auch gesagt. Nee, vor allem das Ding ist halt auch irgendwie, ich finde, der sieht manchmal so richtig krass kontrastreich aus irgendwie. Und manchmal halt auch so sehr entsättigt irgendwie. Also zwar immer noch sehr kontrastreich, aber so vom, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber das ist halt auch das Ding, irgendwie dadurch, dass den jeder halt anders gescannt hat. Weiß man nicht, wie er aussieht. So. Genau, das ist halt das Ding. und der hat halt irgendwie so krasse Eigenschaften gehabt. Oh Digga, guck mal, der Wasserball, sorry. Wo? Da? Ah jo, krass. Ich weiß nicht, ob man das auf der 360 sieht, aber I doubt it, aber... ich kann mal reinzoomen. Also jetzt hier reinzoomen. Aber ja, ich fand halt, der hat so krasse Eigenschaften, dass halt irgendwie, wenn der halt von jedem anders gescannt wurde, sah der auch immer wirklich komplett anders aus. Weil ich denke halt so, wenn du so ein, ich sag mal, du nimmst jetzt so einen Portra 400, als der damals da rausgekommen ist, gut, okay, da hat man den wahrscheinlich offensichtlich nicht eingescannt, aber ich denke mal, da war das halt so, oder wenn man das jetzt nochmal so, ich sag mal, man bringt jetzt einen neuen Film raus, wie ein Portra 400, dann... Das wäre krass. Ja, da wäre ich der erste Investor. Ja, können wir ja mal angehen. Aber ich glaube, da wäre es halt nicht so unterschiedlich, weißt du? Ja. Also, weil der halt so clean ist und dann ist das halt so, egal wie krass man den jetzt irgendwie komisch einscannt, wäre das wahrscheinlich anders. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade einfach eine dumme Erklärung war, aber... Nee, ich check schon, was du meinst. Also, ja? Also, ja. Ist das da vorne jetzt ein Blitzer? Ich sehe es noch nicht so ganz. Wo? Die ist so orange, oder? Nee, ich glaube nicht. Sure? Aber hier ist doch auch 120, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Also wir sind die ganze Zeit schon am Hoffen, dass wir hier keinen Blitzer mitnehmen, vor allem in der Schweiz. Ja, sind wir jetzt raus. In der Schweiz geblitzt werden, so. Sehr teuer. Ganz schwierig. Aber ich glaube, wäre ich mal gut, wir sind aus der Schweiz jetzt schon raus, ne? Glaube ich. Oder? Ja, wir sind in Italien. Ja. Glaube ich. Boah, Stunde 20 sind wir schon da. Freunde der Sonne, schon da. Nach 1000 Stunden so lange unterwegs, ne? Ziemlich genau 12 Stunden. Was eigentlich auch hart, ne?
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist ultra hart. Aber du hast doch sogar 12 Stunden gesagt. Ja, Das ist krass. Weil du meinst ja danach so, wir fahren 6,5 Stunden oder so. Nee. Ich meinte so, ja, das auf keinen nicht. Fall. Ja, aber 8 Stunden hast du gesagt. Ich sag mal, wenn du das bei Google eingibst, dann kommen daraus 8,5 Stunden. Und da habe ich gesagt, okay, dann mit Pausen und so fahren wir vielleicht 10. Und du warst ja von vornherein dann so, ja, okay, wir fahren 12. Und ich war so, niemals. Ja, halt wegen dem Tunnel und so, ne? Du darfst halt dann nur 80 fahren. Und dann fährt der vor dir aber ich glaube, das war jetzt der kleinste Punkt, der uns da... Weil der ist ja bei den 8,5 Stunden auch mit eingerechnet. So ist ja. Ja. Aber Hier trotzdem ist so. übrigens gerade so ein Marmorabbaugebiet, das sieht auch sehr wild aus. Also ich glaube, es ist Marmor. Nee, Ich weiß jetzt nicht, ob das Marmor ist, aber... Wobei, gibt's hier Marmor? Ja, doch, Italien schon, ne? ich bin da nicht so drin im Marmor-Game. Nicht? Keine Marmorküche? Peinlich. Nee. Nee, ich auch nicht, aber... Ja. Finde ich jetzt auch gar nicht mal so geil. Aber ich vom Porsche überholt ist auch wieder... Was? Porsche? Ja, Boxer, glaube ich, oder? Ja, okay. Ja. Ja, nicht so meins, aber Du meinst auch nicht. umsonst würde ich den nehmen. Sag ich mal so. Ja, ansonsten... Oh, ich kann das neigt irgendwie sich gerade auch hier schon gar so nicht langsam genießen mit den dem Ende Bergen hier. irgendwie. Ja, das ist wegen Podcast. Gleich kannst du ein bisschen genießen. Nee, das ist, weil ich die ganze Zeit fahre, deswegen. Ja, okay. Machst du alles gleichzeitig hier gerade. Ist auch hart. Ich will auch die ganze Zeit das Mikro irgendwie so, mir so ablegen, aber das geht nicht, glaube ich. Ja, wir müssen mal so Tische, also so Ständer dafür holen. Tische? Nicht Tische, Lass mal so Saugnäpfe holen, dann so mäßig. Was ist das? Ja. Ich wollte halt die ihr im Büro auch habt, weißt du, diese Ständer dafür. Ja, diese mit dem Fuß? Ja. Die finde ich eigentlich nicht schlecht. Ja. Weil das glaube ich auch so, wenn man dann auch so damit sitzt, so beim Podcast und so, ist es eigentlich ganz entspannt. Ja, safe. Weil das ist halt mal so ein bisschen. Aber gut, ist halt so. Vielleicht können wir ja schon mal, auch wenn wir jetzt schon mal den nächsten Podcast-Gast liegen, könnte man machen. Das Ding ist, Wir haben heute irgendwie sehr wenig über Film und so, also Foto aber generell nicht schlimm. gesprochen. Das ist jetzt mal wieder, weißt du, ein bisschen zum Reinkommen. Ja. Nächste Folge wird besser. Also nicht besser, aber. Ja, Ihr wird wisst, wieder mehr Themen mehr bezogen. Foto, Aber mehr das Themen. fand ich ja immer bei uns so. Es ist halt so, es muss nicht immer so 100% dieses nur Film analog, sondern auch ein bisschen Ja. drumherum. Und jetzt mit dem Freundebuch, da könnt ihr euch in Zukunft auf jeden Fall drauf freuen. Das ist, glaube ich, das machen wir echt mal. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Dann baut man sich da selber so ein Freundebuch mit so ein bisschen Zeichnungen drin und so bla bla. Und dann kann man das auch immer noch da auf Instagram posten und so. Das ist eigentlich ganz witzig. Da sehe ich mich eigentlich. Das finde ich Oder auch irgendwie so immer, jeder schickt so ein Bild, was er gemacht hat. Sein letztes Bild, was er gemacht hat, schickt er uns. Ja. Und dann wird es am Ende des Jahres so gedruckt. Oh. Also, das fände ich, glaube ich, ganz interessant. Ja, okay. I see. Weißt du? Naja, das So ist auch mäßig? stark eigentlich. Das Boah, das könnte ist eine sehr gute gefährlich kommen. Ja. Vor allem deine Kombination mit dem Freundebuch da drin. Ja, also eine Seite quasi Ja, Freundebuch und eine ja. Seite halt dann so Bild davon. Ja, ist stark. Hier ist noch eine Frage sogar. Die kann man sogar noch mit aufnehmen. Das ist dann die letzte Abschlussfrage. Das mache ich am allerliebsten. Jetzt kommt's. Fotos. Nein. Das ist schon, Nein, das mache ich am allerliebsten. Das mache ich am allerliebsten. schon Fotos, hätte ich jetzt schon gesagt. Ja, schon Fotos. Ja, also- also jetzt nicht nur, ne? Also Ja, gut. Aber glücklich sein. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich Mach mal nicht. jetzt hier nicht Mach diese ich nicht am Schiene. allerliebsten. Also so- ja, nein, ich mache Vorwärts. gerne Fotos, schöne Fotos. Ist auch immer viel zu viele Fotos. Macht das nicht. Das So. ist nicht gut für euren Geldbeutel. das ist richtig. Aber es ist auch immer schön, alles zu dokumentieren, alles festzuhalten. Genau. Und ich hätte jetzt auch gesagt, ich mache am liebsten Fotos. Ich reise gerne. Oh, Ja. Reisen ist auch starker Call. Ne? Da kommt auch dieses Jahr, glaube ich, noch ein bisschen was. Könnt ihr euch auf jeden Fall sehr freuen. Werden auf jeden Fall jetzt in Italien auch 1-2 Videos abfilmen. Vielleicht 1-2 Filme mal testen. Ich habe da so ein bisschen Zeug mal mitgenommen, was man mal ausprobieren kann. Bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, würde ich eigentlich sagen, ich sehe auch gerade, Speicherkarte ist jetzt gleich voll. Dementsprechend werden wir das Ganze jetzt hier auch mal abrappen. Hab mich auf jeden Fall sehr gefreut, hier eine Folge während der Fahrt aufzunehmen. Vielleicht machen wir auf der Rückfahrt ja auch noch eine. Ja, lustig. Ne? Ja, klar, einfach Recap dann, weißt du? Ja, das stimmt. Das ist eigentlich gut. stark. Ja, lass es mal machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Machen wir auf der Rückfahrt nochmal so eine kleine Recap-Folge.
Und dann habt ihr auch direkt ein bisschen mehr Content noch. Es wird auf jeden Fall wieder ein großes Video natürlich geben, so vom Generellen. Weil ich habe auf Instagram natürlich wieder gefragt. Ich frage ja dann immer ganz gerne, wollt ihr ein kurzes oder mehrere kurze Videos haben oder ein langes? Erstaunlicherweise wollen die Leute immer dieses lange Video haben. Check ich aber. Weißt du, dieses... Ja, ich finde auch, dass das Bock macht zu gucken, aber immer wenn ich mich mit vielen Leuten darüber unterhalte, sind die immer so, ja, aber so lange Videos und so gucke ich mir nicht an. Deswegen wundert mich das halt immer, weißt du? Ja, aber so ein 10-minütiges Video ist irgendwie auch nicht so erfüllend, weil dann bist du so gerade bei der Hälfte und dann denkst du so, jetzt geil, und dann hört's wieder auf. Weißt du, das ist irgendwie auch ich verstehe, was du meinst. Ja, ich gucke auch lieber längere Videos. Deswegen. Ah ja, und Empfehlung des Tages heute noch, bevor wir das Ganze jetzt hier abrappen. Schaut mal diese Arte Straßenfotografie-Doku, Straßenfotografie New York. Jo. Sehr, sehr stark, richtig gut geworden. Viele sehr bekannte Straßenfotografen aus New York mit dabei. Das heißt jetzt Bruce Gilden, William Egglestone, Fred Herzog, alle bekannten Namen irgendwie mit dabei. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Verlinke ich euch auch mal unten hier in diesen Shownotes bei Spotify. Jetzt wollte ich schon Shutterspeed sagen, aber bei Spotify. Ja, und ansonsten würde ich sagen, war es das an der Stelle. Schaut gerne generell in der Beschreibung vorbei. Instagram, YouTube, whatever, alles verlinkt, was man irgendwie so erwähnt hat. Ihr kennt das Ganze. Und ansonsten würde ich sagen, in Zukunft, jetzt wie gesagt, ist der Justin mit dabei. Ich hoffe, das stört hier niemanden. Ich gehe aber mal davon aus, dass das kein Problem sein wird. Ich benehme mich auch. Richtig. Ich versuche mich hier anzupassen. Das ist schön. Das ist schön. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neue Episode Shutterspeed. Wir sind jetzt in 1 Stunde 20 da und freuen uns aufs Video. Ich freue mich sehr auf den Urlaub und würde sagen, hier im Podcast, wir hören uns. Bis demnächst, wa? Jo, haut rein, Leute. Peace Genießt out. die nächsten Videos, die kommen. So, So, jetzt mal Schluss hier, ne? Schluss.